In diesem Video überlegen wir uns einmal, ob Schriften ein gutes digitales Produkt sind. Ja, wie komme ich denn schon wieder darauf, ne? Also, vor kurzem habe ich eine Designerin gefunden, die bietet Schriften an. Ja, eigentlich schöne Sache, ne? Also Schriften brauchen wir alle auf dem Computer oder wenn wir etwas erstellen, wenn wir was ausdrucken wollen, wenn wir ein T-Shirt gestalten, egal was. Schriften brauchen ganz, ganz viele Leute. Nun gibt es auch ganz, ganz viele Schriften. Ist das dennoch eine gute Idee, daraus ein digitales Produkt zu machen? Ja, erst einmal vorab, ja, es gibt eine Menge digitale Schriften. Also es gibt eine Menge Schriften ganz generell. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass man eine Schrift einstellt und die millionenfach verkauft. Aber, und hier kommt ein dickes Aber, es ist auch sehr gefragt. Also das Produkt ist sehr gefragt. Und ich habe dir jetzt mal 2 Beispiele rausgesucht von Damen, die Schriften verkaufen und die damit offensichtlich sehr viel Geld verdienen. Und das zeige ich dir jetzt einmal am Computer. Okay, ich bin hier einmal auf der Webseite von Niki Latz. Warum ich mir die Dame rausgesucht habe: Sie hat auch bei Creative Market einen Shop, ja, zum einen deshalb. Und zum anderen, wenn du nach unten scrollst auf Creative Market und auf Open a Shop klickst, dann gibt es ein kleines Video über die Niki. Und sie hat es als eine der ersten geschafft, auf Creative Market $1 Million umzusetzen. Ja, du hast richtig gehört, $1 Million. Und jetzt wirst du dich natürlich fragen, womit um alles in der Welt hat die $1 Million verdient? Mit Schriften. Ja, ich klicke mal einmal zurück. Hier ist ihr Shop und hier sind die Schriften, die sie bei Creative Market und auch noch woanders anbietet. Und du siehst schon, die kosten $18, $22, $17. Also nicht ganz so günstig, ne? Also das ist kein Billigprodukt. Und sie hat da viele Seiten von diesen Produkten und dementsprechend ja, kann sie natürlich auch viel verkaufen. Ne? Also so ein Geschäft lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen aufbauen. Ne? Allein so eine Schrift zu erstellen, ist schon ziemlich viel Arbeit. Ich klicke noch mal einmal ganz schnell auf ihre Webseite und hier kannst du dir ganz kostenlos etwas runterladen. Deswegen bin ich hier, Free Design Resources. Ja, wenn du dir dafür interessierst, dann schau dir mal an, was die Niki hier macht und anbietet. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die du dir anschauen kannst, also Bundle, oder du kannst dir auch hier ihren Shop angucken, du kannst mehr über sie lesen oder eben dich hier anmelden und dann ganz viel herunterladen. Ist das möglich? Ja, offensichtlich ist es das. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Ne? So eine Schrift, wie gesagt, es gibt schon sehr viele und braucht die Welt wirklich noch mehr Schriften? Wahrscheinlich nicht, aber die sind sehr beliebt. Ne? Und offensichtlich verkaufen sie sich auch sehr gut. Also nein, wahrscheinlich braucht die Welt nicht noch mehr Schriften, aber es ist ein sehr gutes digitales Produkt. Wenn ich nämlich jetzt mal auf Creative Market, kann ich da nicht sehen. Ich kann sehen, wie viele Follower jemand hat. Das kann ich dir jetzt hier auch nochmal zeigen. Und ich kann auch sehen, wie viele Likes eine Schriftart hat. Aber hier, du siehst hier bei der Niki, die hat über 30.000 Abonnenten. Ja, da stehen die Chancen gut, dass wenn sie ein Update postet, wenn 30.000 Leute informiert werden, dass sie dann das auch verkauft, ne? Das eine oder andere Mal. Ja? Also man rechnet hier so mit 1%. Das heißt, sie erstellt eine neue Schriftart, weil diese 30.000 werden sich wohl für Schriften interessieren. Und dementsprechend, wenn man so 1% rechnet, ja, so 300 Verkäufe sind dann wohl drin. Ne? Also gar nicht so schlecht, oder? Mit 300 mal $12 mal $17 ist doch schon eine schöne Sache. Ich gehe jetzt mal einmal hier auf Etsy. Ich habe nämlich wirklich recherchiert und geguckt, so ist das überhaupt möglich? Ist das eine gute Idee, Schriften zu verkaufen? Vor allen Dingen, es ist auch nicht ganz wenig Arbeit, so eine Schrift zu erstellen. Ne? Dazu erzähle ich dir später noch was. KA Designs ist eine Dame, KA Font Designs, das ist der Shopname, die erstellt Schriften. Und wenn ich hier mal durchscrolle, sind nur Schriften hier drin. Ja? Also ganz wenig andere Produkte, 442 Schriften, Bundles, Cliparts wenige. Und ich behaupte mal, sie wird zum größten Teil Schriften verkaufen.
Warum ich dir das zeige, hier steht ganz häufig Bestseller, 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 Bestseller. Und das kannst du auch machen. Ne? Merk dir den Link, merk dir die Anzahl der Verkäufe. Jetzt sind es 532. Wie viel sind es morgen früh? Also ich tippe so auf ja, 80 bis 100 mehr. Ich habe das jetzt mehrere Tage mal gecheckt. Ne? Ich habe jeden Tag angeguckt, wie viele Verkäufe gibt es da von einem auf den anderen Tag. Das ist nicht zu faken, ja. Also du kannst auch nicht sagen, ja, ach nee, das ist ja alles nicht wahr und könnte man ja eventuell. Nein, man kann es nicht faken. Das kann man nicht faken. Etsy kann man nicht faken. Also morgen sind das 80 bis 100 Verkäufe mehr. Sie verkauft hier eine Schrift für zwischen 5 und 15 Euro. Ja, du kannst mal rechnen, was dabei rumkommt. Nicht allzu schlecht. Mit ein paar, Entschuldigung, dummen Schriften. Ja? Also ein tolles digitales Produkt. Ne? Also Schriften sind offensichtlich für Bastler gefragt, für Leute, also für Grafikdesigner generell, ne, die Printmedien erstellen, für Webdesigner, die irgendetwas erstellen, für Bastler, die etwas schreiben wollen, für Leute, die sich ein T-Shirt erstellen wollen oder auch verkaufen. Ich behaupte mal, Schriften interessieren ganz, ganz viele Leute und genau da liegt der Vorteil. Man möchte mal was Frisches haben. Ne? Wenn man ein Design erstellt, dann möchte man eine schöne Schriftart dabei haben, die zu diesem Design passt. Und dann ist man auch bereit, etwas dafür zu investieren. Ein paar Euro, um ein individuelles Produkt am Ende daraus zu haben. Ja, deswegen, ja, Schriften sind ein lohnenswertes Produkt. Schriften zu erstellen ist noch eine andere Sache. Ein ganz kurzer Abriss. Ich habe ein wenig recherchiert. Wie geht das denn nun? Wie erstellt man eine Schrift? Du nimmst dir ein Blatt Papier und einen Stift oder aber dein iPad und den Apple Pencil dazu oder jedes andere Tablet, auf dem Procreate läuft und malst da alle Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und was auch immer auf. Exportierst das Ganze zum Beispiel zu Illustrator, um das zu tracen, hast dann jeden Buchstaben einzeln, machst den hübscher, machst den vielleicht noch ein bisschen sauber oder die Rundung besser, wie auch immer, speicherst alles einzeln ab und dann wird das in ein Programm übertragen, zum Beispiel Glyph heißt ein Programm, wird alles da reingepackt und dann exportiert in eine Schriftart umgewandelt. Kann man machen. Du hörst schon, es ist nicht wenig Aufwand. Das ist nichts, was man an einem Nachmittag eben schnell erstellt ist. Da brauchst du schon 1, 2, 3 Tage vielleicht für. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn dieses Produkt immer und immer wieder verkauft wird, ja, es ist ja so, ne? Produkt erstellt, Produkt eingestellt, Produkt verkauft, end of story, ne? Also du verkaufst dasselbe Produkt einfach immer und immer wieder. Daher nach der Recherche sowohl in den Shops als auch so, tolles Produkt, Fonds kannst du gut erstellen. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, das Video hat dir gefallen und vor allem die Informationen haben dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und gib uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.